dran. Gut. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. Und das kostet wahrscheinlich einen Zug, oder? In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. Dialog. Oder Deluxe. Oder Deluk. Diluk? Diluk. You can spend one elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Okay, ich muss einen verbrauchen. Dann nehme ich natürlich hier so ein Wind. Oder Hydro. Let's go. Ist okay. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Jo. Und der Zug ist auch vorbei. Okay. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. Es gibt dann When nochmal. triggered, melt increases damage dealt by 2. Und 2 nochmal hoch. Das ist ja This gleich will weg. allow you to deal loads of damage in one go. Genius Invocation's elemental reaction system Ja, das is kann mir pretty aber auch cool, passieren. huh? Aktionskarten und Unterstützungseffekte. Miau. All right. Next up, let's learn how to use card types other than character cards. Langsam wird's kompliziert. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Tja. Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Ist kein Bogennutzer. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Okay, hab ich ja. Ich könnte jetzt, was weiß ich, die grünen nehmen oder sowas. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. Locker flockig. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card.
an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Das Ausspielen von Actionkarten ist eine Art Schnellaktion, welche deinen aktuellen Zug nicht beendet. Ah, ich kann gleich weitermachen, oder was? Okay. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 Pyro dice, and right now, we don't even have 1. Den müssen wir mit dem normalen Schwert zuhauen, oder? Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. Die elementare Abstimmung. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. Pfeffe eine Karte aus deiner Hand ab und verwandle somit einen Elementarwürfel in das Element deiner aktuell aktiven Figur. And this card isn't useful right now, so we might as well use it for elemental tuning. Brauche ich auch nicht. Das ist weiße Quaste. Stangenwaffennutzer. Allerbeste Reisegefährtin. Verbraucht 2 Elementare, damit sie einen Omniwürfel werfen. Ah, ja, okay. Was? Kein Ziel verfügbar? Ah, Y-Ansicht drücken. Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. Können ja noch einen umwechseln, oder? Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 Pyro dice. Ich habe nicht gebraucht. Would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage! What? Meow.
can make adjustments to your initial hand. Heißt, ich kann da auch nochmal neu würfeln, oder was? At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. Okay. What? What? Meow. Kann ich vielleicht gebrauchen. Stellt die gewählte Figur ein LP wieder her. Okay. Stellt 2 LP wieder her. +1. Pyro Würfelverbrauch -1 einmal brauchen. Ich soll jetzt die beiden auswählen. Ich hätte behalten. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Pronto, pronto. Da ich 2 Feuerdinger habe, würde ich zuerst den Dialog Let's see how you do this time. benutzen. Remember, start by selecting your initial starting character. Let's finish this swiftly. Das ist ein, der ist auch gut. Den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht und den will ich nicht. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick, free of charge. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Intention des Gegners lesen. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Der wird Plasmalava spielen. Ja, dann weiß ich, ob mich vorher irgendwie heilen soll, damit es nicht ganz reicht. Dass er mich fertig macht, wenn ich eh fast am Ende bin. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours! Okay. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Base zurück. Was haben wir denn hier? Die größer machen? Die sieht man so schlecht. Ein Frost, ein... Das ist aber nicht gut. Beim Anwenden der Fähigkeit oder Anlegen von durch die Figur Pyro Würfelverbrauch -1. Ah, muss ich aber trotzdem einen abgeben. Oder 2? 2 sogar.
Kann ich nicht gebrauchen. Achso. Heißt das, dass ich dann... Hier brauche ich 2 Pyro-Würfel. Nur noch den da benutzen kann. Oh, hat er ja schon ausgewählt. Dann sage ich Fähigkeit anwenden. So viel Pyro-Würfel habe ich gar nicht mehr. Was habe ich hier noch? Weißes Eisengroßschwert. Allerbeste Reisegefährtin. Wenn ich das jetzt anlege. Ah ja, dafür brauche ich 2 gleiche Elementarwürfel. Das hilft mir auch nicht weiter. 2 unterschiedliche, dann habe ich ein Omni. 2 gleiche, Hexenhut. Da komme ich nicht weiter mit. Bei Dilo kann ich was machen? Da brauche ich ein Pyro oder 2 andere, oder was heißt das? 3 Pyro? Senkende Klinge. Unzureichende Aufladung. Unzureichende Elementarwürfel. Unzureichende Elementarwürfel. Ein Pyro und 2 andere heißt das wahrscheinlich. Ein Pyro brauche ich da. Ja, kann ich nichts machen, außer hier die Figur wechseln. Also mit dem kann ich ja nichts mehr machen. Hier brauche ich ein Pyro, da brauche ich 3 Pyro, da brauche ich 4 Pyro. Pyros kriege ich nicht mehr. Also da bräuchte ich da einen weniger. Ach, das könnte ich noch machen. Da brauche ich keine Pyros. Oder? Um die zu spielen, brauche ich aber 2 gleiche. Und ich habe keine 2 gleichen. Das geht nicht. Dafür brauche ich auch 2 gleiche. Hier brauche ich nur irgendwie 2. Verbraucht 2 Elementarwürfel, damit sie 2 Omniwürfel werden. 2 Omniwürfel. Okay. Die beiden, okay. Jetzt habe ich 2 Omniwürfel. Und damit könnte ich doch den hier spielen. Oder ich nehme noch den. Dann war ja noch eine weniger. Ach, jetzt hat er die 2 Omnis genommen. Ja. Klar hat er die 2 Omnis genommen. Egal. Dann hau ich damit drauf.
Tja, was kann ich noch machen? Ich habe überhaupt keine Dings mehr. Um zu wechseln? Das geht nicht. Und hier kann ich mir das anschauen. Das kann ich umwechseln in Elementare. Ach, da brauche ich auch Elementarwürfel für. Ja, klar. Warum brauche ich Elementarwürfel, um Elementarwürfel zu machen? Elementares Tuning? Tja, ich kann nichts mehr machen, also muss ich meine Runde beenden. Wait. There's one more thing I almost forgot. Ach, da ist noch was, okay. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Will ich nicht. Na, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Hauchi. So. Ich könnte jetzt 3 Pyros. Einiger kostet 2. Was haben wir hier unten? Zwei LP wiederherstellen. Kostet aber auch 2 gleiche. Weißes Eisen, ja, okay. Na, eigentlich kann ich doch hier diese 2. Oder ganz normaler Angriff und danach nehme ich den 3er hier. Und dann kann ich doch den hier nehmen. Warum brauche ich jetzt 4? Kann ich das nicht benutzen? Na, nimm mal die 4. -8, dann ist er doch weg vom Fenster. Da habe ich doch gewonnen. Brauche ich doch gar nicht weiter nachdenken. So, fertig. Kann ich das gegen andere Spieler spielen? Könnt ihr ja gleich mal trainieren. Das habe ich doch gerade alles gelernt.
einen kleinen Vorteil zu beenden. Nein, sonst willst du so lange spielen, wie du kannst. Alright, cool. Those are the basics. Did you get all that? Yep. What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. You have slow reactions. Wait, are you copying me? Shut up. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Gah! I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Good. Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados